Klein-Basel Connection, Teil 3. Slavoljub zeigte sich Sladjana im Traum und sagte ihr, ich werde bis zum Ende dieses Sommers dir kommen. Uns wird so sein, wie du gewollt haben wirst. Das hat Sladjana aufgeweckt. Sie schaltete das Licht an, um die Angst wegzutreiben. Für sie war es ohne Zweifel, dass die Nachricht eine Prophezeiung ist. Schon als Mädchen hatte sie ähnliche Träume. In Realität ging es immer wie in ihrem Traum. Mit der Ankündigung vom Tod ihrer Mutter, mit dem Verlust der Schulkollegen und Freunde im Krieg in Bosnien. Aber jetzt, was will diese Botschaft ihr sagen? Slavoljub ist irgendwo getötet worden. Es haben ihr sehr zuverlässige Leute bestätigt. Und meldet ihr jetzt an, dass ihr kommen wird. Sladjana fand sich in Gedanken über die Liebe, die sie noch für ihn hat. Würde jetzt ihre Störung oder Freude sein? Im Moment, als sie dachte, es sei möglich, mit ihm wieder zu sein, aber nicht in dieser Welt, sondern in der Welt der Toten, sie wurde ein wenig besorgt. Ob mich diejenigen, die das Geld wollen, suchen. Plus minus zum 100. Mal addierte sie sicher, dass niemand wissen kann, dass die Millionen von dem bei ihr sind. Dass sie hier in Lerach in keiner Lebensgefahr ist. Dass sie keinen Wunsch hat, schon jetzt sich mit Slavoljub dort zu treffen. Das heißt, dass sie nicht bereit ist, für sie zwei gerade jetzt zu sterben, weil es ein Ansturm ins Ungewisse sein wird. Das heißt, Sladjana hat keine Illusion, dass es irgendeine Art des Lebens irgendwo für diejenigen, die nicht mehr auf dieser Erde leben können, gibt. Slavoljub gibt's nicht mehr, und egal wie es traurig sei, bloß was ihr bleibt ist, nicht wieder in eigenen körperlich-geistigen Abbau zu fallen, wie es in den ersten Monaten, nachdem getötet wurde, gewesen war. Nun jetzt, woher letzte Nacht Slavko gekommen ist, wir werden sehen, beruhigte sie sich. Sladjana fand dann eine Karte des Formats A5 und schrieb genau, was Slavoljub ihr im Traum gesagt hatte. Alle Wörter, so wie sie im Traum gehört hatte. Ich muss genau überdenken, was dieser Traum bedeutet, sagte sie sich, als sie den zweiten Satz beendet hatte. Sie blickte auf den handgeschriebenen Text, als ob sie ihm erzählt. Während noch am Leben war, hörte nicht auf etwas von mir. Und jetzt mein Glück mit ihm wird sein, so wie ich für uns zwei entschieden haben werde. Was kann ich für den Verstorbenen und mit ihm tun? Als ob sie ein bisschen wütend geworden sei. Nun, mein Slavoljub, kurzer Dauer mein Glück und langdauernde Trauer, abgesehen von all der Nüchternheit und Witz, ich darf diesen Traum nicht ignorieren. Sogleich verwirrend war ihr es morgen und weiter jeden Tag. Sie anfing sich auf den Straßen umzudrehen. Kurz nachdem hielt sie Auto zu fahren, da sie merkte, dass sie eine Gefahr auf der Autostraße für sich und andere entstand. Nämlich sie beobachtete mehr Leute auf dem Bürgersteig, als auf der Kehrzeichen zu beachten. Als sie in Riensbadler Straße ein Kind fast überfahren hatte, entschloss sie sofort nur öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Zumindest bis irgendwie alles normal gewesen sein wird, beziehungsweise bis es sich zeigt, dass Slavoljub gekommen sei oder nicht kommen wird. Sagte, dass bis Ende dieses Sommers kommen wird. Heute ist der 26. Juni. Bis den 21. September ist es nicht lang zu warten. Dann sagte sie Bosiljka, dass sie Sladjana vorläufig nicht in der Lage ist, als Autofahrerin für den Laden und Haushalt zu arbeiten. So hat sie plötzlich viel Zeit zur Verfügung bekommen, Deutsch echt zu lernen. Einmal hat sie Bosiljka gefragt, kam Slavko dir irgendwann in den Traum?
Niemals erhielt Sladjana eine Antwort, die für sie keine Überraschung war. Dann erzählte sie Bosiljka, was sie träumte und was jetzt ihre Ruhe zerstört. Ach, meine Arme, zum Glück hat er ein Datum gesagt, so hast du in deinem Leben nicht ungewiss auf ihn zu warten. Jetzt ist bald Ende des Sommers, nachdem wird alles weiter so sein, wie es bis jetzt gewesen war. Wir sind hier, er ist dort, so wie Gott gesagt hat. Slavoljub wird zu uns kommen, gleich wie andere aus Gräbern den eigenen gekommen sind, und fügte hinzu, lass die Träume. All dies haltet Sladjana sich vor Augen, aber Slavoljub hat nie gelogen und auch nie etwas ohne Bedeutung gesagt. Wenn er etwas verspricht, dann tut er es, kostet es, was es wolle. Doch wenn er wirklich gekommen sein wird, er wird sich nicht mit dem Automobil anfahren und er hat nie gesagt, dass ich nach Bosnien gehen soll, sondern ich werde dir kommen. Ich bin hier in Lerach, also wenn er aus dem Grab an den Tag kommen kann, dann kann er bis Lerach zu Fuß oder mit dem Zug, oder? Sie begann nach Basel öfter zu gehen, weil sie nicht mehr die Geduld, sich mit etwas zu beschäftigen hat. Sie konnte nur die Tage zählen und aufs Ende des Sommers warten. Ende Juli wurde sie in einem unterirdischen Gang bei Badischem Bahnhof gestoppt. Ein Straßenmusiker sang den bosnischen Song Kada se cveće rosom kititi. Sie sah ihn schon mehrmals vorher, aber er spielte nur, beziehungsweise er hat nie gesungen. So konnte sie nicht sicher sein, ob er den Griechen oder den Lokalen, die Griechenland und griechische Musik lieben, gehört. Als er das Lied Sred Behara i Sred Sveta zu singen begann, aus ihren Augen fielen die Tränen. Er hat aufgehört zu singen und wartete, dass sie sich beruhigt. Dann sagte er ihr Serbisch: Ich werde nicht weiter traurige Lieder singen und auch nicht lustige, weil wenn jemand wegen dieser leidenschaftlichen weint, es ist nicht zu erwarten, dass er sich sofort auf Tanzmusik umschalten kann. Also das Moment ist solch ein, dass wir zwei nur reden können. Sladjana hat geschätzt, dass er so alt wie ihr Vater ist. Woher kommst du? Fragte sie ihn. Ich bin nicht aus Bosnien und ganz bestimmt bist du eine. Denn es jetzt hier keine so schöne aus Serbien gibt, aber es gibt viele Vertriebene aus Bosnien. Heutige junge serbische Frauen wissen gar keine einzige Sevdalinka, geschweige denn, dass sie wegen einer Sevdalinka weinen würden. Ruhig antwortete der Straßenmusiker. Wie lange bist du hier? Ende Juni sind volle 4 Jahre. 3 Jahre wohnte ich illegal in Basel. Ja, schweizerische Behörde sagt so illegal. Für jeden und jede, die nicht in irgendwelche Gemeinde angemeldet worden sind. Welcher Mensch auf diesem Planeten illegal ist? Aber sagen wir so, ich wohnte illegal in Basel, in der Hebelstraße. Im Februar 1992 fand mich Polizei in einem Dorf in der Nähe von Solothurn, gab mir eine Ausreisefrist bis Ende März 1992 die Schweiz zu verlassen. Den April war ich in Deutschland, wartend auf die Einladung meiner Djenić. Und im Mai war ich wieder in der Schweiz. Den 1. August sollte ich wieder auszureisen, dann aber begann der Krieg in Bosnien. So in Solothurn sagen mir noch nicht, dass ich ausreisen muss. Ich bin ganz sicher, dass ich da bis auf Weiteres bleiben werde. Ich bin hier auch dank unserem Krieg, sagte Sladjana. Was soll ich noch reden, du weißt schon alles. Arme meine Kenntnis, wisse ich alles, würde ich jetzt nicht da neben dir stehen. Und sie dachte daran, wie er alles leicht und frei erzählt, illegal in Basel. Hab nichts gegen dieses Stehen, wenn die Straße deine Augen nicht öffnet, weder Restaurants in der freien Straße, noch der Strand in Spanien wird es tun. Sladjana, nur um etwas zu sagen, denkst du,
Ja, aber die Straße wird deine Augen nicht während zeitweiligen Stehens oder Spazierens öffnen, sondern während langjährigen Sitzen auf ihr, so wie Buddha unter einem Baum saß. Ach Quatsch, als ob alle Weisen zuerst auf den Straßen saßen. Prozentual genommen unvergleichbar mehrere Landstreicher als Geschäftsleute sind zur Erleuchtung gekommen, sagt der Straßenmusikant. Es stimmt, doch hat dein Sitzen auf der Straße deine Augen geöffnet. Meine eben nicht, da ich mit geöffneten Augen geboren worden bin. Auf der Straße ist es mir nur gelungen, alle Steinchen in das Mosaik zusammensetzen. Mit anderen Worten gesagt, du glaubst, dass du jetzt, dank der Straße, endlich alles weißt. Nicht alles, aber alle wichtige Sachen. Soll ich dir glauben? Fragte Sladjana. Nein, hätte ich anderen geglaubt, würde ich jetzt ein Narr sein, wie diejenigen, die in Bosnien einander töten. Aber Buddha glaubst du, und aus Respekt vor ihm sitzt du in Schneidersitz. Ich sitze so, weil ich keine innere Vene in dem linken Bein habe. Buddha glaube ich, aber pass auf. Heutige möchte gern Buddhisten sprechen in Buddhas Namen die Sachen, die er nicht gesagt hat. Zum Beispiel, sie hat so gefragt, einfach ohne einen Grund, denn sie sowieso keine Ahnung hat, was Buddha gesagt hatte und was nicht. Zum Beispiel, deutschsprachig gab da Joachim Störig vor einem halben Jahrhundert von Buddha Folgendes. Es gibt keinen Gott, keinen Schöpfer, keine Schöpfung, kein Ich, kein beharrendes Sein, keine unsterbliche Seele. Sladjana kommt in Sinn etwas bezüglich des Auftritts von Slavoljub in ihren Träumen. Glaubst du an Wiedergeburt? Wir müssen zustimmen, was du genau meinst. Nun, du weißt was, jemand stirbt und wird in einem anderen Körper wiedergeboren. Unsinn, eigentlich kann ich nicht sagen, dass dies unmöglich ist, aber es funktioniert nicht beliebig, nicht nach dem Wollen des jemanden, der gestorben ist, sondern nach dem Wollen des jemanden, der fähig ist, sowas für einen, der hier einmal gelebt hatte, das Dasein zu wiedergeben. Nun, so sagst du, dass dies manchmal geschieht. Es ist möglich alles, was nicht unmöglich ist, und unmöglich sind nur 3 Sachen. Also Reinkarnation ist möglich, aber ich habe noch keinen kennengelernt, der hier wiederkam. Leute plappern sowas aus der Trauer wegen unserer Vergänglichkeit. Echte Buddhisten aber interpretieren die Lehre des Lehrers. Der Lehrer, spricht von Wiedergeburt nicht in dem Sinne, dass das neu entstehende Wesen mit demjenigen, durch dessen Schuld es ins Dasein tritt, identisch ist. Das wäre ja die Annahme eines kontinuierlichen Selbst im Menschen. Es ist aber von ihm nicht verschieden, da es ja nach dem notwendigen Zusammenhang alles Geschehens gesetzmäßig aus dem Alten hervorgegangen ist. Dies auch bei Hans-Joachim Störig. So sagst du, dass die Unschuldigen sowieso nicht mehr ins Dasein kommen. Ja, beziehungsweise so hat Buddha gesagt. Sladjana hat entschieden, ihn nicht mehr zu stören. Ich nahm dir Zeit und gebe ein wenig Geld dafür. Nimmst du deutsche Mark? Und warf in seinen Koffer für Buzuki 2 Münzen von 5 DM. Ja, ich wechsle sie oben gegen Franken. Und zeigte mit dem Kopf in Richtung des deutschen Bahnhofes. Sladjana stand noch eine Weile schweigend neben den Musikanten. Verstünde ihr Stehen neben ihn, als ob er für das bekommene Geld noch musizieren soll, und begann mit einem Lied aus Mazedonien. Als erstens, sie wusste nicht, wohin gehen. Zweitens, sie war nie ganz sicher, dass mit dem Straßenmusikanten das Reden echt beendet worden war.
aber sie beschloss, diese Ende des ungeplanten Gesprächs als spontane Entwicklung der Situation anzunehmen. Vielleicht drischt er leeres Stroh. Wisse er alle wichtigen Sachen, würde er nicht wie ein Bettler da leben. Weiß ich aber, welche Sachen wichtig sind, redete Sladjana in sich mit sich selbst. Oder hat Slavoljub gewusst, was am wichtigsten ist? Wie wichtig ist das Geld, wenn ein Mensch sein Leben für es verliert? Wie wichtig ist der Krieg in Bosnien? Okay, jemandem ist er wichtig, aber wofür? Sicher für unwichtige Sachen. Geld, Macht, Glauben, Rache. Ach, ich hasse sowieso solchen Typen, die irgendwelche Aussagen im Gedächtnis behalten, sich gelegentlich als Gelehrte zu zeigen. Nach dem Ende seines Spielens des Liedes wendete sie sich wieder ihm. Also Serbe, welche 3 Sachen unmöglich sind. Unmöglich ist, dass etwas aus nichts kommt. Dass gleichnamige Enden zweier Magneten sich anziehen und dass die Folge älter als die Ursache ist. 3. bedeutet, dass gäbe es doch die Zeit und den Raum, in die Vergangenheit niemand und nichts gehen kann. Steht das auch in jenem Buch? Fragte Sladjana. Nein, sagte Straßenmusikant und klopfte eigenen Kopf.